Stell dir eine Stadt vor, in der jedes Dach Strom produziert, jede Batterie mit dem Netz spricht und Algorithmen in Millisekunden entscheiden, wie die Energie optimal verteilt wird. Ein digitales Nervensystem aus Datenräumen, KI und Cyberresilienz macht unsere Energieversorgung klimaneutral, bezahlbar und sicher. Und jede Bürgerin und jedes Unternehmen wird Teil davon. Die Digitalisierung von Energiesystemen ist eine der strategischen Forschungs- und Entwicklungsroadmaps im Fraunhofer Verbund IOK Technologie. Wie wir die digitalen Grundlagen für die Energienetze der Zukunft auf den Weg bringen wollen, erklärt uns Prof. Dr. Martin Braun. Ja, am Energiemarkt, so wie er heute funktioniert, haben wir die Verbraucher, mit denen die Energie benötigen. Und mit den Erzeugern, die wir im System haben, stellen wir diese Energie zur Verfügung. Und damit haben wir die Akteure, die Verbraucher, die aber zunehmend auch zu Erzeugern werden. Das wird eine spannende Veränderung. Man sagt dazu auch Prosumer. Sie erzeugen und verbrauchen und sind auch Speicher. Und das Ganze wird dann verbunden über die Netzinfrastruktur, über die Übertragungsnetze, über die Verteilnetze, wo der Strom übertragen wird. Und das Ganze dann vertraglich auszuhandeln, welcher Strom produziert wird, um dann bereitgestellt zu werden und wie er gekauft wird. Und das sorgt für eine ganz große Veränderung, weil wir nämlich dann, herkömmlich gesprochen, von Hunderten von großen Kraftwerken hinkommen zu Millionen von dezentralen Anlagen, die auf den Hausdächern installiert sind, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen in den Gebäuden, Elektrofahrzeuge, die an den Gebäuden laden. Und damit haben wir dann ein System mit Millionen von Anlagen, die es an der Stelle zu steuern gibt. Und das ist die große Herausforderung. Und dafür ist die Digitalisierung eine ganz wichtige Grundlage, damit man dieses komplexe System mit vielen kleinen Teilen, die aber auch dynamisch sehr interaktiv miteinander zusammenhängen, so gut organisieren kann und so gut optimieren kann, dass wir nachher wirklich auch effizient und zuverlässig die Stromversorgung umsetzen können. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann ist erstmal die Grundwährung dafür Daten. Und diese Daten müssen erstmal gesammelt werden. Wir müssen sie über Messtechnik, über Sensoren, müssen wir sie einsammeln. Und dann bedarf es, diese Daten zu organisieren, zu systematisieren und bereitzustellen. Dafür werden beispielsweise Datenraumkonzepte, Datenökosysteme aktuell entwickelt, mit denen diese riesige Menge an Daten so verfügbar gemacht wird, dass die verschiedenen Akteure auf dem Energiemarkt auf die Daten, die notwendig sind, zugreifen können. Wenn wir diese Daten haben, dann können wir intelligente Algorithmen mit spannenden Möglichkeiten, die maschinelles Lernen und auch künstliche Intelligenz an der Stelle bieten, können wir diese Daten analysieren und bewerten. Mit dieser Datenanalyse verstehen wir, wie das System, in welcher Lage sich das System aktuell befindet und können dann daraufhin auch wieder durch Einsatz mathematischer Optimierungen oder durch künstliche Intelligenz Optimierungen versuchen zu finden, mit denen wir die Energieversorgung noch günstiger machen können, noch sicherer ausgestalten können. Und das ist dann die Ebene der Automatisierung. Und als Fraunhofer sind wir hierbei in ganz unterschiedlichen Rollen dabei. Mit unserem Know-how von Hunderten von Kompetenzträgern, sowohl im Bereich der IUK-Technologien als auch in der energietechnischen Domäne, bringen wir an der Stelle ein umfassendes Wissen mit ein, um die Akteure im Energiemarkt zu beraten, was hier Möglichkeiten sind, welche Ansätze schon existieren, wie man Ansätze weiterentwickeln kann. Wir sind ein Innovationsmotor, um
mit dem Wissen gemeinsam mit Umsetzungspartnern dann neue Lösungen in die Umsetzung zu bringen und auch Technologiesprünge zu realisieren, wo wir auf eine ganz andere Ebene der Lösung dann auch mitkommen. Und da haben wir verschiedenste Schritte, die wir an der Stelle gehen können. Ein Schritt, mit dem oft gestartet wird, ist eine Studie, mit der man das Konzept analysiert, Proof of Concept gestaltet, dann in einer Simulationsuntersuchung sich diese Zusammenhänge anschaut, sich die grundsätzlichen Daten, Algorithmen und Prozesse anschaut, das Ganze dann im dritten Schritt in eine Laborumgebung bringt, um das wirklich auch mit realen Komponenten zu demonstrieren, wie es funktioniert. Und eine Stufe, die wir dann besonders spannend finden, ist das Reallabor, in dem man dann in realer Umgebung zeigen kann, wie diese neuartigen Prozesse, die neue Automatisierung mit neuen Daten, neue Geschäftsmodelle funktionieren können. Und das ist natürlich dann im Zusammenspiel mit den realen Akteuren, mit den Netzbetreibern, mit den Energieversorgungen, mit den Kunden vor Ort, um das wirklich auszuprobieren, um damit eine gute Grundlage zu haben und ein Verständnis dafür, ob man jetzt diese Technologie skalieren kann. Damit das ganze Zusammenspiel gut funktioniert, braucht es Regeln. Und diese Spielregeln, die müssen gesetzlich an der Stelle vorgegeben werden. Denn es geht zum einen um Verbraucherschutz, um eine kritische Infrastruktur, die immer sicher, zuverlässig und preisgünstig funktionieren muss. Und das ist natürlich eine hoheitliche Aufgabe, sodass der Gesetzgeber, der Regulator hier die Spielregeln auch mit ausgestalten muss. Und diese Spielregeln sind natürlich auf der einen Seite ein gewisses Korsett, was einengt, was auch bei Geschäftsmodellen manchmal eine Einengung bedeutet, aber auf der anderen Seite auch ein Sicherheitsnetz. Und wir als Fraunhofer sind an der Stelle auch ein Partner für die Politik, um über unseren Sachverstand, über die Erfahrungen, die wir in verschiedenen Pilotprojekten gewonnen haben, dann den Gesetzgeber Vorschläge, Optionen darzustellen und aufzuweisen, was wären denn sinnvolle nächste Schritte, damit wir einen regulatorischen Rahmen haben, der besser dafür geeignet ist, Digitalisierung noch schneller, aber auch sicher in die Umsetzung zu bringen. Der Gesetzgeber ist ein Schlüsselakteur für die Digitalisierung, für die Weiterentwicklung der Energieversorgung und muss bereit sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen solche Umsetzungen auch möglich sind. Wenn wir über die Energieversorgung sprechen, dann ist das die kritische Infrastruktur. Wenn die Energieversorgung ausfällt, dann ist unser gesellschaftliches Leben auf den Kopf gestellt, die Wirtschaft kann nicht funktionieren und deswegen ist das höchste Gut, eine sichere Energieversorgung zu haben, auch für die Sicherheit in Europa. Unabhängig zu sein von Energieimporten, aber auch unabhängig zu sein von Technologien aus anderen Ländern. Denn wir benötigen unbedingt eine Energieversorgung, die robust ist gegen Störungen, gegen bösartige Angriffe. Und das muss sowohl auf europäischer Ebene die Resilienz sichergestellt sein, aber wenn wir es schaffen, die lokale Erzeugung, die lokalen Speicher so zu managen, dass wir auch regionale oder quartiersbezogene Netzinseln bauen können, könnte bei einem Blackout dafür sorgen, dass wir ganz viele verteilte Netzinseln haben und dafür sorgen können, dass in diesen Netzinseln die Energieversorgung weitergeht, auch wenn vielleicht in Deutschland oder in Europa aktuell eigentlich ein Blackout ist. Wenn wir das aber in der Fläche betrachten, brauchen wir ein interoperables, sicher funktionierendes System. Wenn wir jetzt aber lauter proprietäre Lösungen haben, haben wir weder Interoperabilität, noch können wir Probleme flächig
lösen, wenn wir mal ein Sicherheitsupdate brauchen, beispielsweise. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns auf Standards einigen, auf Standards auch der Interoperabilität, dass Automatisierungskomponenten von einer Firma mit der Automatisierungskomponente einer anderen Firma zusammenarbeiten. Die Veränderung, die Transformation des Energiesystems ist ein Riesenprojekt, eine Riesenaufgabenstellung, in die richtig viel Geld investiert werden muss. Wir reden von einem kompletten Neubau der Erzeugungsinfrastruktur, wo hunderte Milliarden Euro allein in Deutschland investiert werden. Wir reden von einem Ausbau zu einer Verstärkung der Netzinfrastruktur, um den zusätzlichen Strombedarf, aber auch die neue räumliche Vernetzung abzudecken. Auch dort wird für die Klimaneutralität von ungefähr 500 Milliarden Euro ausgegangen, was diese Netzinfrastruktur kosten wird. Meine Vision des zukünftigen Energiesystems ist, dass es aufbauend auf erneuerbaren Energien basiert, damit klimaneutral ist, dass wir die wetterabhängige Erzeugung durch Flexibilitäten der vielfältigen Batterien, Speicher und steuerbaren Anlagen so gestalten können, dass auch immer dann, wenn wir als Verbraucher Strom benötigen, dieser Strom sicher und preisgünstig zur Verfügung steht. Und damit das Ganze wirklich Realität werden kann, ist für mich die Digitalisierung ein wesentliches Element, dass die Daten frei zur Verfügung stehen, um dieses System bestmöglich zu organisieren, dass wir die Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz dafür nutzen, wirklich das Bestmögliche aus diesen Technologien, aus den Komponenten, aus den Steuerungsmöglichkeiten hier herauszuholen und damit in der Lage sind, in Europa, in Deutschland zu einer bezahlbaren, sicheren und klimaneutralen Energieversorgung zu kommen.